Also heute schauen wir uns mal die Geschichte des Mooduk Kwon genauer an. Und ich sag's euch gleich, das ist so viel mehr als nur die Geschichte einer Kampfkunst. Es ist eigentlich die Geschichte einer lebenslangen Reise, die von dem unglaublichen Willen eines einzigen Mannes geprägt wurde, der nach echter Bedeutung gesucht hat. Schaut euch mal dieses Logo an. Der Name selbst, Mooduk Kwon, verrät ja schon alles. Das bedeutet so viel wie Schule der kriegerischen Tugend. Und das ist der Punkt. Es ging nie nur ums Kämpfen. Das Symbol hier, das bringt das perfekt auf den Punkt. Ihr seht die Faust, klar, das ist die Stärke, die Power, aber drumherum? Die Lorbeerblätter, die für den Frieden stehen. Die Grundidee war also von der ersten Minute an glasklar. Physische Kraft und ein starker Charakter, das sind zwei Seiten derselben Medaille. Okay, um diese Kampfkunst wirklich zu begreifen, müssen wir uns den Mann dahinter ansehen, den Gründer. Und das war Hwang Ki. Geboren 1914, und zwar in einem Korea, das damals von Japan besetzt war. Seine persönliche Geschichte ist im Grunde der Schlüssel zu allem. Stellt euch das mal vor. Als kleiner Junge erlebt er eine Szene, die sich ihm für immer einprägt. Ein Mann, ganz allein, wird von einer ganzen Gruppe bedrängt. Sieht ziemlich übel aus, oder? Aber dieser eine Mann, der verteidigt sich. Und zwar nicht irgendwie, sondern mit wahnsinnig eleganten, kraftvollen Bewegungen. Die Kampfkunst nannte sich Taekyon. Und genau dieser Moment, so hat es Hwang Ki später immer wieder erzählt, war der zündende Funke. Von da an wusste er, das muss ich lernen. Aber jetzt wird's ein bisschen kompliziert. Wie genau seine Ausbildung ablief, darüber gibt es nämlich verschiedene Geschichten. Hwang Ki selbst erzählte, dass der Taekyon-Meister ihn nicht unterrichten wollte. Also, was hat er gemacht? Er hat ihn einfach heimlich beobachtet und sich alles selbst beigebracht. Ziemlich clever. Später in der Mandschurei soll er dann bei einem chinesischen Meister gelernt haben. Aber, und das ist der Haken, diese Version wird heute angezweifelt. Der offizielle koreanische Taekyon-Verband sagt, die Geschichte stimmt so nicht. Und es gab sogar einen anderen Großmeister, der behauptet hat, Hwang Ki wäre sein Schüler gewesen. Tja, die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo in der Mitte. Aber eins ist sicher, sein Weg war alles andere als gewöhnlich. So, irgendwann ist er dann zurück aus China, die japanische Besatzung ist vorbei und für Hwang Ki ist klar, jetzt ist der Moment gekommen. Er will seine eigene Schule gründen. Aber das war im Korea der Nachkriegszeit, sagen wir mal, alles andere als ein Spaziergang. Und am 9. November 1945 war es dann soweit. Er macht's offiziell. Das Mooduk Kwon ist gegründet. Seinen Stil nannte er Hwa-Su-Do, also der Weg der blühenden Hand. Klingt ziemlich poetisch, oder? Tja, nur leider blieb die Schule leer. Kaum jemand kam. Das Problem war, nach all den Jahren der Besatzung kannten die Leute in Korea vor allem japanische Kampfkünste wie Karate. Mit den eigenen Traditionen konnten viele gar nichts mehr anfangen. Und da hat Hwang Ki etwas gemacht, was einfach nur genial und super pragmatisch war. Er hat den Namen geändert. In Tang-Soo-Do. Und jetzt kommt's. Das ist im Grunde die koreanische Aussprache für Karate-Do. Ein Name, den jeder kannte und verstand. Und das Ergebnis? Absolut unglaublich. 15 Jahre später trainierten 75%, stellt euch das mal vor, 3/4 aller Kampfkünstler in Korea nach seiner Methode. Aber dieser riesige Erfolg war für ihn, ehrlich gesagt, nur Mittel zum Zweck. Denn bei Hwang Ki ging es nie, wirklich nie nur ums Kämpfen. Seine eigentliche Vision, sein großes Ziel steckt in diesem Einsatz. Starke Individuen bilden starke Gemeinschaften. Starke Gemeinschaften machen starke Nationen. Und starke, friedliche Nationen, die machen eine starke und friedliche Welt. Versteht ihr? Die Kampfkunst war für ihn ein Werkzeug, ein Weg, um bessere Menschen zu formen und dadurch am Ende eine bessere Welt zu schaffen. Das war seine wahre Mission. Also, die Schule boomt, alles läuft super, aber Hwang Ki war immer noch nicht ganz zufrieden. Irgendwas hat ihn gestört. Sein Stil war ja eine Mischung aus verschiedenen Einflüssen, koreanischen und chinesischen. Aber er wollte mehr. Er suchte nach den wahren, tiefen koreanischen Wurzeln für seine Kunst. Und dann, 1957, passiert es. Er findet genau das, wonach er die ganze Zeit gesucht hat. In der Nationalbibliothek stößt er auf ein Buch, das Muye Dobo Tongji. Das ist ein super altes, illustriertes Handbuch fürs Militär aus dem 18. Jahrhundert. Und in diesem Buch wird eine fast vergessene, rein koreanische Kampfkunst ganz genau beschrieben. Subak. Boom.
Das war's. Das war der fehlende Link zur Geschichte, der authentische koreanische Anker, den er haben wollte. Klar, dass diese Entdeckung alles verändert hat. Und das führte dann auch zur letzten und wohl wichtigsten Namensänderung. Schauen wir uns die Reise mal an. Es ging los mit Hwang-su-do, der blühenden Hand. Dann kam das strategisch kluge Tang-su-do, die Tang-Hand. Und am Ende stand Subak-do, der Weg der schlagenden Hand, als direkte Verbindung zu diesem wiederentdeckten Subak. Das war so viel mehr als nur ein neuer Name. Es war wie eine Unabhängigkeitserklärung. Die endgültige, unmissverständliche Verankerung seiner Kunst in der koreanischen Geschichte. Aber genau in dem Moment, wo er endlich diese Identität gefunden hat, taucht am Horizont eine riesige neue Herausforderung auf. Die koreanische Regierung hatte nämlich einen Plan. Alle verschiedenen Kampfkunstschulen, die sogenannten Kwons, sollten unter einem einzigen neuen Namen zusammengefasst werden. Und dieser Name war Taekwondo. Und Hwang Ki, der hat sich mit Händen und Füßen gewehrt. Für ihn war Taekwondo einfach nur reiner Wettkampfsport. Und das war das genaue Gegenteil von allem, wofür er stand. Er dachte sich doch nicht, hey, ich habe jetzt jahrelang gekämpft, um diese alten koreanischen Wurzeln wieder zu finden, nur um das Ganze jetzt in einem modernen Einheitssport verschwinden zu lassen. Auf keinen Fall. Er kämpfte weiter. Für seine Philosophie, für die persönliche Entwicklung, für die einzigartige Identität des Sobak-do. Und das Verrückte ist, dieser Widerstand hat ihn in Korea zwar ziemlich isoliert, aber gleichzeitig hat er ihm die Tür zur ganzen Welt aufgestoßen. Die Philosophie des Mudo Kwon, die war einfach zu stark, um in einem Land eingesperrt zu bleiben. Sie fing an, global zu wirken. Heute sind es weltweit ungefähr 300.000 Menschen, die seine Kunst trainieren. 300.000! Das ist doch mal eine Ansage, oder? Und es ist der beste Beweis dafür, dass seine Vision von Stärke und Charakter einfach eine universelle Anziehungskraft hat, bei der es völlig egal ist, woher du kommst. Aber wie kam es dazu? Wie hat sich das alles verbreitet? Witzigerweise oft durchs Militär. Stellt euch vor, US-Soldaten, die in Korea stationiert waren, haben in den Mudak-Kwon-Schulen trainiert. Darunter war übrigens auch ein ziemlich bekannter junger Kerl namens Chuck Norris. Kein Witz. Die waren total fasziniert von der Disziplin, von der ganzen Philosophie. Und als sie zurück in die USA gingen, haben sie Tang Soo-do einfach mitgenommen. So wurden sie quasi aus Versehen zu den ersten Botschaftern dieser Kunst im Westen. Am 14. Juli 2002 ist Hwang Ki dann gestorben. Aber sein Werk, seine Vision, die ist natürlich geblieben. Die Fackel wurde, wie es sich gehört, weitergereicht, und zwar an seinen Sohn Hwang Cheon-chul. Er wurde einstimmig zu seinem Nachfolger ernannt und führt dieses unglaubliche Erbe bis heute weiter. Und damit schließt sich der Kreis. Wir sind wieder hier, bei diesem Symbol vom Anfang. Aber jetzt, nachdem wir die ganze Geschichte kennen, ist es doch so viel mehr als nur ein Logo, oder? Es ist das Symbol für die lebenslange Reise eines Mannes, für seinen Kampf um Identität und für eine Philosophie, die uns lehrt, dass wahre Stärke und ein guter Charakter zusammengehören. Und das bringt uns zu einer letzten, wirklich wichtigen Frage, die wir uns alle stellen können. In unserer Welt heute, die ja voller Herausforderungen und Konflikte steckt, was bedeutet diese Idee der kriegerischen Tugend eigentlich für uns ganz persönlich? Diese Verbindung von innerer Stärke auf der einen und einem moralischen Kompass auf der anderen Seite. Was bedeutet das für dich und für mich hier und heute?